Herzlich willkommen zu unserem Video Schmerzerkennung bei Tieren. In diesem Video versuchen wir aufzuzeigen, warum es so schwierig ist, Schmerzen bei Tieren zu erkennen und was helfen könnte, damit man dies einfacher tun kann. Laut Bundesamt für Statistik gibt es in der Schweiz über 50.000 Höfe, die von 150.000 Menschen bewirtschaftet werden und in denen 17 Millionen Tiere gehalten werden. Die Nachfrage nach tierischen Produkten ist gemäß Landwirtschaftsbericht 2018 in der Schweiz noch immer sehr hoch. Überall auf der Welt ist die Tierhaltung mit bestimmten Praktiken wie Kastration oder Enttornung verbunden. Einige von ihnen sind wahrscheinlich schmerzhafter als andere. Aber wie können wir herausfinden, ob ein Eingriff schmerzhaft ist oder nicht? Wie verhalten sich Menschen, wenn sie Schmerzen empfinden? Wir alle haben viele Male Schmerzen erfahren. Aber wissen Sie auch, dass Schmerz eine individualisierte und subjektive Erfahrung ist? Was eine Person als sehr schmerzhaft empfindet, ist für eine andere Person vielleicht nur eine Kleinigkeit. Daher ist es schwierig, Schmerzen bei Tieren zu beurteilen oder gar zu entdecken. Gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die uns Hinweise geben oder ein Indikator für Schmerz bei Tieren sein könnten? Vielfach geht man davon aus, dass ein geringeres Ess- und Trinkverhalten ein Zeichen für Schmerzen bei Tieren ist. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, essen sie nicht mehr, und wenn sie normal essen, können die Schmerzen nicht so schlimm sein. Tierärzte gehen davon aus, dass lahme Kühe bereits unter sehr großen Schmerzen leiden. An dem folgenden Beispiel lässt sich zeigen, dass die verbreitete Beurteilungsmethode veränderte Fressmenge sogar bei einem Extrembeispiel wie Lahmheit alleine nicht reicht. So wird zum Beispiel angenommen, dass eine lahme Kuh weniger frisst und trinkt als eine nicht lahme. Diese Annahme ist jedoch falsch. Toro konnte zeigen, dass lahme Kühe zwar seltener zum Fressen gehen, dann jedoch mehr Futter auf einmal fraßen und manchmal auch schneller. Dies zeigt also, dass man vom offensichtlichen Fressverhalten nicht rückschließen kann auf Schmerzen. Die Schmerzerkennung ist folglich komplexer als häufig angenommen. In der Natur leben Beutetiere oft in Gruppen. Raubtiere suchen sich jeweils das einfachste Ziel. Der Schwächste ist normalerweise am leichtesten zu jagen. Bereits kleinste Anzeichen von Schmerzen erregen die Aufmerksamkeit eines Raubtiers. Vielleicht verbergen Beutetiere deshalb Anzeichen von Schwäche, weshalb die Schmerzerkennung bei Beutetieren besonders schwierig ist. Die Folge all dessen ist, dass es nicht leicht ist, Schmerzen bei Tieren zu erkennen, insbesondere nicht bei Beutetieren. Das macht es so schwierig, ein hohes Tierwohl-Level zu erreichen. Um Schmerzen trotzdem zu erkennen, brauchen wir also bestimmte Indikatoren, welche Hinweise auf Schmerzen geben. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat daher versucht, eine Schmerzskala für Milchkühe zu erstellen. Die Schmerzskala soll helfen, Schmerzen bei Tieren, insbesondere bei Milchkühen, unter üblichen Produktionsbedingungen zu beurteilen. Am Ende der Studie wurden 6 Verhaltensweisen in die Schmerzskala aufgenommen. Je nach Stärke ihrer Ausprägung fallen diese dann stark oder weniger stark in die Schmerzevaluierung ein. Ist die Kuh gegenüber der Umgebung aufmerksam? Ist sie aktiv? Betreibt sie normale Kuhaktivitäten wie Fressen, Wiederkäuen oder Schlafen? Steht die Kuh vor der Wand, entfernt von Artgenossen, oder ist die Kuh entspannt und verfolgt Aktivitäten in der näheren Umgebung? Eine gesunde Kuh hat den Kopf über dem Widerrist. Kranke Tiere oder Tiere mit starken Schmerzen halten ihren Kopf hingegen eher tief. Die Ohren einer entspannten Kuh können nach vorne gerichtet sein oder sich häufig bewegen, während die Ohren einer Kuh, die Schmerzen hat, niedrig nach unten oder durchgehend nach hinten weisen. Ist die Gesichtsmuskulatur der Kuh aufgrund von Schmerzen angespannt, zeigen sich vermehrt Falten, vor allem über den Augen, seitlich bei der Schnauze und über den Nüstern.
Nähern Sie sich langsam und mit gestrecktem Arm einer gesunden Kuh, wird erwartet, dass diese Sie mit erhobenem Kopf und Ohren nach vorne ansieht. Hält die Kuh den Kopf jedoch tief, hat die Ohren nach hinten, schaut den Betrachter nicht an oder versucht, sich langsam zu entfernen, ist dies ein Hinweis auf Schmerzen. Normalerweise sollte die Kontur der oberen Linie der Kuh ungefähr gerade sein. Eine Kuh, die Schmerzen hat, hat einen gewölbten Rücken. Da vor allem Beutetiere, zu denen die meisten unserer Nutztiere gehören, meistens Anzeichen von Schmerzen verbergen, ist es sehr schwierig zu beurteilen oder gar zu erkennen, wann sie Schmerzen haben. Die zuvor eingeführte Kuhschmerzskala kann möglicherweise zur Beurteilung von Schmerzen bei Milchvieh verwendet werden. Sie kann helfen, Schmerzen bei Kühen zu identifizieren und somit auch zu überprüfen, ob ein Schmerzmittel erfolgreich war oder zu bewerten, ob eine bestimmte Haltungspraktik möglicherweise Schmerzen verursacht. Zusammenfassend kann der Einsatz dieses Bewertungsinstruments zur Verbesserung der Tierwohlbedingungen beitragen. Da wir festgestellt haben, dass die Erkennung und Annahme von Schmerzen bei Tieren sehr schwierig sein kann, müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass wir mit unseren Einschätzungen auch dann falsch liegen können, wenn wir die Kuhschmerzskala verwenden. Aus diesem Grund empfehlen wir, dieses Tool zu verwenden, aber auch mögliche Grenzen und voreilige Schlussfolgerungen zu berücksichtigen.